Das Leben, das heißt ein schönes Leben, nicht so ein Scheißleben, dass man wie bei mir von einer Krankheit in die nächste springt und von einer gescheiterten Partnerschaft in die nächste. Nein, ein schönes Leben. Das Leben heißt gedeihen, wird alles immer schöner. So. Hier kommt das Geheimnis. Das Geheimnis eines wirklich glücklichen Lebens hat 3 Bestandteile. Bestandteil Nummer 1, Persönlichkeitsentwicklung. Sei schonungslos mit deinen Schattenseiten, mit deinem Ego, mit deiner Wut, mit deiner Trauer, mit deiner Einsamkeit, was auch immer das ist, was dich belastet. Persönlichkeitsentwicklung, das bedeutet das Negative runterfahren, das Positive hochfahren. So wie es dir möglich ist. Wir sind alle nicht Terminatoren, wir sind nicht aus Plastik und Stein und Metall, wir sind Menschen. Man scheitert, man steht auf, man geht wieder zurück und versucht das nochmal. Das ist alles okay. Persönlichkeitsentwicklung. Das bedeutet, dass du in deinem Denken, Fühlen und Handeln, ich wiederhole, Denken, Fühlen, Handeln, immer schöner und positiver wirst, immer glücklicher. Was hat Zarathustra gesagt? Denk Gutes, sag Gutes, tu Gutes. Vor, ich glaube, 7000 Jahren. Wenn die Menschen das verstanden hätten, hätten wir heute keine Kriege und keine Ärger und keine Vergewaltigung und Mord und so weiter. Wir hätten wirklich das Paradies in dieser Welt. Punkt Nummer 2, das könnt ihr auch parallel machen. Achtung, ist Produktivität. Sei produktiv. Erschaffe etwas. Und davon gibt es 2 Versionen. Also mach dich nützlich, heißt das. 2 Versionen. Entweder du machst etwas, was schon andere machen, aber du machst es auf deine Art. Das ist einzigartig. Niemand macht das so wie du. Was auch immer das ist. Du singst, viele singen. Aber niemand singt so wie du. Du spielst Klavier, gibt es Millionen. Aber niemand spielt so wie du. Also von Produktivität, Version 1, du machst etwas, was auch andere machen, aber du machst es einzigartig. Niemand macht es so wie du. So wie zum Beispiel ich. Viele halten Vorträge, das muss ja wieder ein Vortrag. Nein, niemand macht es so wie ich. Okay? Punkt Nummer 2, wenn du es schaffst, ist es noch besser als Punkt Nummer 1, also zweiter Teil von Produktivität. Erschaffe etwas, was vor dir nicht gegeben hat. Etwas, was nicht existiert hat. Erschaffe etwas, was vor dir nicht existiert hat. Was auch immer es ist. Zum Beispiel, ich habe Sinfonien komponiert. Und ich hatte nicht 1 Stunde Musikunterricht. Ich kann keine Noten lesen, ich kann kein Instrument spielen, ich kann nicht singen, aber ich kann komponieren. Das könnt ihr auch. Also lasst euch diese Scheiße nicht einreden, du musst studieren, du brauchst dies um 5 Jahre, nein 10 Jahre, nein 50 Jahre. Das ist Quatsch. Du bist vollkommen in diese Welt gekommen. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, dass du zu deinem Juwel, der du bist, findest. Du musst dich nicht neu erfinden. Du musst dich nicht neu erschaffen. Seid ihr bei mir? Könnt ihr hören? Könnt ihr fühlen? Du musst dich nicht ändern. Du musst zurückfinden zu dem, was du bist. Versuch dich nicht anzupassen. Du musst dich nicht anpassen. Du musst zurückfinden zu dem, was du wirklich bist. Nicht das, was Matrix aus dir gemacht hat, inklusive deiner Eltern und Partner und so weiter. Die Welt hat etwas aus dir gemacht, aber das bist du nicht, du bist viel mehr. Du warst es schon, bevor du geboren worden bist. Sehr wichtig, also Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität. Produktivität, doppelte Bereicherung für die Welt. Du erschaffst etwas, was vor dir nicht existiert hat. Du schreibst ein Buch, nicht ein Scheißbuch, sondern ein Buch, das wirklich eine Bereicherung ist für die Welt. Man kann auch Scheißbücher schreiben, sondern wirklich Bücher, dass man das liest und sagt, boah, ich wusste das gar nicht. Ich wusste nicht, dass man es auch so sehen kann, dass man es auch so angehen kann und so weiter. Etwas, was die Leute verändert, bereichert. Durch Produktivität sollst du eine Bereicherung werden für die Menschen. Entweder du erschaffst etwas, was vor dir nicht existiert hat, oder du machst etwas, was vorher schon gegeben hat, aber niemand macht es so wie du.
dass du vollkommen bist, dass du deine Persönlichkeitsentwicklung bedeutet zurück zu dir. Nicht, dass du dich erschaffst, sondern dass du dich entdeckst. Entdecken heißt, wie bin ich eigentlich? Welche Probleme sind überhaupt meine? Die meisten Probleme, die ihr habt, sind nicht eure. Was? Die meisten Probleme, die ihr habt, sind nicht eure Probleme. Die sind Ablenkungen, Verarschungen. Das System verarscht euch. Ich habe ein Problem mit meiner Mutter, ich habe ein Problem mit Gott, ich habe ein Problem mit meinem Mann, mit meiner Freundin, mit Ex-Freund, zukünftiger Freund. Ich habe Probleme mit Sex, ich habe Probleme mit Liebe, ich habe Angst, mich zu öffnen. Das ist alles Scheiße. Wir Menschen kennen die Angst überhaupt nicht. Angst ist ein künstliches Programm. Ich sage immer, konzentriere dich nicht auf die Angst, die du hast. Konzentriere dich darauf, wovon die Angst dich abhalten will. Wovon die Angst dich abhalten will. Das heißt, wenn du die Angst nicht hättest, was würdest du tun? Würdest du nicht die Frau deines Herzens ansprechen? Würdest du nicht den Mann ansprechen, einen Brief schreiben, eine E-Mail anrufen? Würdest du nicht anfangen zu schreiben, komponieren, singen, tanzen, was auch immer? Konzentriere dich nicht auf die Angst. Angst ist ein künstliches Programm, um dich zu verarschen. Wir Menschen, wir kennen die Angst eigentlich gar nicht. Das ist einfach ein kollektives, dummes Programm. Sondern konzentriere dich darauf, wovon die Angst dich abhalten will. Wovon die Angst dich ablenken will. Die Angst will dir einreden, du kannst es nicht. Du könntest scheitern. Das könnte schief gehen und so weiter. Der dritte Punkt ist soziale Intelligenz. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Katastrophen ich in meinem Leben verursacht habe, weil ich nicht wusste, wie man mit Menschen umgeht. Ich wusste es, woher auch? Wer hat mir das erklärt? Wer hat mir beigebracht, wie man mit Menschen umgeht? Menschen, die einen nicht mögen, Menschen, die einen mögen. Wie gehe ich als Mann mit Frauen um? Wie gehe ich mit meinem Chef um? Wie gehe ich mit meinen Kunden um? Niemand hat uns das beigebracht. Wenn du erfolgreich sein willst in deinem Leben, Pferde, Katzen und Hunde geben dir kein Geld. Menschen schon. Sei eine Bereicherung für die Menschen. Geh mit ihnen glücklich um, so dass sie sich gerne an dich erinnern, dass sie dich gerne umarmen, dir die Hand geben.